Hallo und willkommen zur 4. Folge von Golden Hoops. Mein Name ist André Vogt und auf der anderen Seite Dennis Schröder. Dennis in New York, ich in Dallas, heute beide in den USA unterwegs. Dennis, bist du eingeschneit? Ich habe den Eindruck gehabt, nachdem wir eben gesprochen haben, bei dir ist alles gut Richtung Schnee. Ja, wir konnten gestern nach dem Spiel tatsächlich nicht von Detroit nach New York fliegen wegen dem Hm. Wetter. Deswegen war es extrem schwierig reinzukommen. Komplett Schnee auch hier. War schon katastrophal, aber sind dann heute angekommen um circa 7 Uhr, 19 Uhr unsere Zeit. Und jetzt bin ich im Hotel und ja, morgen geht's dann gegen die Knicks los. Ja, ich habe es eben schon erzählt, vielleicht noch für die Leute, die zuhören. Also ich sag hier in Dallas, also klar, hier schneit es ja auch nicht wirklich sehr viel, aber der Winterdienst ist hier Mhm. wirklich die Sonne. Also ihr sagt, es ist jetzt seit Ja, 3 Tagen, liegt hier der Schnee. Ich bin heute einmal rausgegangen, weil ein Laden hat dann doch offen, wo man was essen gehen konnte. Ist doch alles zu hier. Alle Läden haben zu, wie Lockdown bei Covid, nur weil Schnee gefallen ist und einfach hier liegt und nicht weggeräumt wird. Aber naja, in 2 Tagen soll es wieder besser unglaublich, werden, ja. dann kann man auch wieder vor die Tür. Ja, Aber so können wir halt ja, noch mal einen Podcast aufnehmen. Von daher ist das ja alles gut. Und heute dann wollen ist ja wir, gut. nachdem wir schon über Defense gesprochen haben, ja, wollen wir über die Offense sprechen. Und zwar über ein bestimmtes Thema, was mir immer sehr am Herzen liegt. Und das ist das ganze Aspekt so Play Calling, Playbooks, was wird gelaufen, etc. pp. Aber lass uns mal ganz vorne anfangen. Wenn du in so eine NBA-Saison reingehst, wann kriegst du zum ersten Mal das Playbook? Oder gibt's das überhaupt noch? Also gibt's überhaupt noch, wie es vielleicht früher war, dass man einfach alle Plays kriegt, die der Trainer so laufen will in der Saison? Oder hat sich das über die Jahre bei dir auch verändert jetzt in deiner NBA-Karriere? Ja, hat sich schon verändert. Vor allem, also wenn du als Rookie anfängst, da kriegst du natürlich so ein Buch, wo alle Playcodes dann auch drinne stehen, damit du die halt so in deinem Kopf hast und lernen kannst. Jetzt aber durch Training Camp gehst du ja 7 Tage, 8 Tage, wo du halt wirklich komplett so ein Get-Together machst, wie wir spielen wollen. Das habe ich ja auch schon angeschnitten bei den anderen Folgen. Und ja, dann kommen halt die Playcalls. Machst du eigentlich jeden Tag, machst du 1 bis 2 Playcalls, die wir laufen wollen. Dann Montag bis Freitag, dann hast du schon mal 10 und dann geht's halt immer weiter. Und dann auch während der Saison, wenn sie sehen, okay, das ist sehr erfolgreich und ein paar sind nicht so erfolgreich, dann wollen sie natürlich ein paar ändern. Und dann während des Trainings oder die Trainingseinheiten nutzen wir dann dazu, neue Systeme zu laufen und natürlich zu integrieren in die Mannschaft, dass jeder natürlich d'accord ist, jeder weiß, wo er sein muss, wenn die Systeme gecallt werden vom PG. Und ja, aber das ist schon, hat sich schon verändert, muss ich sagen, vor allem als Veteran. Da merkst du dir auch natürlich die Dinger und die Systeme sehr, also ist leichter halt, ne? Also weil du das halt über Jahre lang gelernt hast jetzt. Ja, es ist ja auch so, dass wahrscheinlich, also ich habe letztens auch im anderen Podcast gesagt, dass ich gesagt habe, also meine Begriffe, 80% der Liga ist ja gleich, also die gleichen Plays, die gleichen Actions, da kommt es wahrscheinlich nur ein bisschen oft auf die Feinheiten an und genau wie du sagst, auch wenn man ein paar Jahre dabei ist, dann weiß man ja auch schon, wie die bestimmten Actions gelaufen werden, man muss wahrscheinlich nur noch lernen, wie sie bei dem jeweiligen Team dann genannt und gecallt werden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also bei OKC weißt du natürlich, dass die haben natürlich viele Waffen, wollen natürlich schnell spielen. Jetzt haben wir auch ein bisschen angeschnitten bei den anderen Folgen, dass Leute jetzt wirklich 94 Feet defenden wollen, aber auch wenn sie den Rebound oder den Ball einschmeißen, dass jeder schnell spielen will. In den ersten 6 bis 10 Sekunden normalerweise wollen die Leute abschließen, wenn sie eine Advantage sehen, wo sie scoren können. Deswegen, also Systeme sind jetzt nicht mehr so, wie sie früher waren. Ich weiß noch, in Atlanta-Zeiten, da war es so, dass jedes Team eigentlich das Gleiche gelaufen ist. Das war so, dass diese Spurs-Organisation, Spurs System, jeder hat so ein bisschen so abgeguckt. Ich weiß nicht, ob es dafür so Trainerlehrgänge gab, aber alle sind da zu den Teams gegangen und haben dann gesagt, hey, das ist, wie wir spielen wollen. Und von da aus, dann machst du natürlich, personalisierst du ein bisschen, guckst, welche Spieler du hast und dann machst du da so ein bisschen
dein eigen Recipe machst du mit rein, so dass das halt natürlich fürs Team passt. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, jetzt gehen wir gerade zu einem Trend, wo Leute wirklich sehr, sehr schnell spielen wollen, sehr schnell abschließen wollen und viele Dreier ballern wollen. So wie Boston natürlich die Championship geholt haben. Ich glaube, in der Saison haben sie 50 Dreier im Schnitt genommen. So, und das ist, das haben wir dann in Brooklyn auch gemacht. Wir haben gesagt, hey, wir wollen zwischen 45 und 50 Dreier nehmen. Und es war ganz klar auch angesagt, Mhm. ey, ihr sollt sie nur nehmen. Ihr sollt euch gar keine Sorgen machen, ob ihr sie trifft. Nimmt die Dreier, wenn ihr gute Dreier Ah, habt, okay. offene Dreier, wirft sie alle. Und lasst uns zusehen, dass wir auf 50 Dreier pro Spiel kommen. So, das ist, hat sich schon ein bisschen verändert, muss ich sagen, aber ja, wie gesagt, das ist schon eine Sache. Ja, Steve Kerr hat letztens darüber auch gesprochen, dass er meinte, wenn eine Sache sich verändert hätte in seiner Zeit jetzt bei den Warriors, dann genau, was du angesprochen hast, dass man zu Beginn noch sehr, sehr viele Setplays hatte und man geguckt hat, was machen wir, was sagen wir an. Und jetzt Ja, ist es wohl so, meint er, also im Endeffekt, und ich hatte auch letzte Woche in Berlin, oder vor 2 Wochen, Steve Nash in so einem Gruppeninterview, der hat auch gesagt, also heutzutage die NBA ist ja eigentlich, genau wie du sagst, man spielt schnell nach vorne, man versucht direkt irgendwie einen Vorteil zu generieren. Also Steve Kerr sagte, wir wollen diesen ersten Dominostein wollen wir zum Fallen kriegen, also dass wir irgendwo vielleicht einen Drive kriegen, irgendwo eine Hilfe ziehen und dann lösen wir, je nachdem, wie wir dann da stehen, je nachdem, wie gesagt, wer gezogen ist, wer frei ist, da lösen wir dann auf und versuchen einen guten Wurf zu kriegen. Und das ist das, was du gerade meinst. Also so versuchen, glaube ich, momentan alle ja. zu spielen. Genau. Also es geht ja eigentlich nur darum, Pick and Roll spielst du ja auch, dass du eigentlich nur eine Advantage bekommst, 2 gegen 1 Situation. Dann hitst du den Großen, weil er rollt zum Korb. Da muss ja der Nächste, der unten steht in der Weak Side, muss ja helfen. Dann passt du ihn raus und dann hast du schon die Closeout-Situation. Entweder bist du frei für den Dreier oder du drivest halt nochmal. Also es geht eigentlich nur immer darum, dass du irgendwo einen Vorteil draus ziehst in allen Sachen. Und in Transition ist natürlich einfacher, offene Würfe zu bekommen. Deswegen bin ich auch immer ein Freund davon, wenn du auch einen offenen Wurf hast, schon in den ersten 6 Sekunden oder jemand wirft den Ball nach vorne und du Hm. hast schon einen freien Wurf, dann solltest du den nehmen, weil das ist der Vorteil gewesen. Weil es kann dann auch sein, wenn du den nicht wirfst und wir dann langsam spielen, Setplay ansagen, dass wir keinen besseren Wurf generieren in der Possession. Weißt du, oder ein Turnover haben oder es geht dann in die andere Richtung ganz schnell. Deswegen bin ich immer ein Freund davon, wenn du einen offenen Dreier hast oder wenn du einen offenen Drive hast, wo du die Paint attackieren kannst und einen Vorteil schaffen kannst, dass du es direkt nimmst. Egal wie die Clock ist und direkt den bestmöglichen Wurf direkt dann nimmst. Das war eine Sache, die Steve Nash gesagt hat, dass er meinte, naja, wir in der NBA haben auch gemerkt, jetzt letzten Jahre, wir können tolle Plays aufmalen mit 3, 4 Aktionen am Stück, aber die Verteidigung in den letzten Jahren haben irgendwann gemerkt, hey, wir haben genug gute Leute, wir switchen einfach alles weg und dann kannst du laufen, was du willst. Du hast immer noch einen halbwegs Mhm. guten Verteidiger vor dir und dann nimmst du am Ende doch wieder einen Wurf, weil die Wurfe runtergelaufen ist, dann irgendwie am Mann. Also kann man auch schneller spielen. Und genau wie Richtig. du sagst, immer früher jetzt dann einen freien Wurf halt generieren. Was würdest du sagen, wie viele Setplays lauft ihr jetzt bei den Kings dieses Jahr eigentlich so pro Spiel gefühlt? Boah. Ich würde sagen, also unsere Philosophie ist ja auch, dass wir eigentlich schnell spielen wollen. Wir wollen ja auch in den ersten Mhm. 6 bis 8 Sekunden scoren. Wir haben, glaube ich, unser Durchschnitt Fast Break Points sind 16 bis 18. Das ist schon also ganz gut, Middle of the Pack in der NBA. So, natürlich wollen wir noch schneller spielen, wenn es geht. Dafür musst du aber auch schnelle, also in der Defensive Rebounds, Stubs holen, um schnell spielen zu können. Ist immer schwierig, wenn jemand scoret, dass man den Ball schnell rausbekommt. Deswegen, ich würde sagen, Set Plays, wir rennen knapp, sagen wir auf 100 Possessions hochgerechnet, würde ich Mhm. sagen, wir rennen die Hälfte davon, 40, 50, Mhm. würde ich sagen. Okay. Aber Ja. sind das dann
Ich meine, sind das denn dann Plays, auch so Quick-Hitter, also einfach nur ein schnellen Pick-and-Roll angesagt wird, oder sind das dann schon Ja. richtig Plays, was ich Wenn du das mit mit 3, 4 Ausstiegen? Ja, wenn du das mit reinrechnest, dann sind es natürlich mehr, weil wir haben halt auch, wenn du den Ball nach vorne Ja, okay. bringst Ja. und du callst ear, dann bist du halt an der Seite 45 Grad und kriegst halt einfach ein Pick and Roll, gucken, ob wir einen Vorteil draus schaffen. Mhm. Wenn nicht, dann passen wir ihn halt weiter und Ja. dann sind es natürlich viel mehr. Dann, also sind es eigentlich alle Possessions. Außer wenn wir halt einen Stub bekommen Okay. und wir schnell spielen. Also da müssen wir noch mal ganz klar sagen, also es gibt einmal die Set-Plays, die angesagt werden, wenn wirklich ein Halbfeldangriff ist, aber ihr sagt auch dann in Transition die Aktion an, die ihr laufen wollt, stellenweise. Ja, genau. Macht das immer der Point Guard bei euch oder ruft der Coach Sachen rein? Wie ist das? Weil es ist ja auch von Team zu Team oft unterschiedlich. Ist unterschiedlich, ja. Bei uns also jetzt gerade, wenn wir jetzt nicht gut gescored haben, die Possessions davor, dann natürlich wenn jetzt ein Freiwurf gerade ist, dann spreche ich mich mit dem Coach ab und er sagt, hey, wir wollen jetzt für DeMar DeRozan was laufen. Dann haben wir für DeMar DeRozan haben wir ein Play, 5 Cross, dass er den Ball im Post bekommt, dass wir wissen, entweder ist es ein Foul oder ist es ein Bucket bei ihm. So automatic ist er, dass man halt ihn nutzen kann natürlich. Wenn einer heiß läuft, dann laufen wir natürlich für die Person einen Pin-Down, Pick-and-Roll erstmal für mich. Dann gehe ich in die Mitte und dann der Große setzt einen Screen in die Corner und er kommt dann aus der Corner raus und ist aggressiv. Haben wir auch ein Play, was wir von der Nationalmannschaft genommen haben. Das ist Elbow Touch. Das sind schon coole Plays. Die spreche ich auch mit meinem Coach ab. Aber wir wissen jetzt natürlich auch schon, wir sind jetzt, keine Ahnung, 40 Spiele in, wer was gerne mag. Und wenn ich halt weiß, ey, der braucht jetzt seinen Rhythmus, dann call ich natürlich ein Play für ihn, damit er aggressiv ist und effektiv in unserer Offense. Jetzt ist natürlich so, dass viele mal denken, ja, Plays Call, das ist ja okay, dann weiß ja jeder genau, wo er hinläuft, aber das ist es ja nicht. Also gerade auf höherem Niveau, man muss ja eigentlich immer lesen, was die Defense macht. Auch wenn jetzt nicht vielleicht jedes Play so ein klassisches Read-and-React-Play ist es ja schon so, dass eigentlich, vielleicht nicht unbedingt alle 5, aber bestimmt immer 3 oder 4 müssen ja eigentlich die Defense, wenn sie es gut machen wollen, so lesen, dass jeder weiß, was passiert. Also jeder muss zum gleichen Schluss kommen. Jetzt hast du schon mal gesprochen im Training, wie ihr da auch in diesen Stationen arbeitet und so. Aber was sind so also habt ihr so Prinzipien, die ganz klar bestimmte Aktionen triggern? Also was weiß ich, früher hat man gesagt, Line Drive ist Baseline Dive und solche Geschichten. Ja. Also ich bin immer, wie gesagt, ein Freund davon, dass man ein Play rennt, aber man sollte immer, wenn du einen Vorteil siehst, man sollte sofort dann attackieren, wenn du den Vorteil siehst. Also man sollte nicht Horn spielen, wenn du siehst, okay, ey, ich kann jetzt attackieren schon, weil er gerade irgendwo anders seine Augen drauf hat, dann solltest du attackieren und dann die Hilfe ziehen und dann von da aus spielen wir weiter. Deswegen muss man schon meiner Meinung nach, wenn du ein Play ansagst, musst du da schon schauen, habe ich schon einen Vorteil, kann ich einen Vorteil draus ziehen, jetzt schon zu attackieren, wo gerade alle so ein bisschen auf die linke Seite schauen, ich bin auf der rechten Seite, vielleicht kann ich schon in die Paint. Aber viele machen es halt so, wenn du halt nicht gute Possessions vorher hattest oder also viele Angriffe, die nicht gut liefen, dass du dann einmal komplett durchspielst, dass du von Seite zu Seite gehst. Ich spiele erstmal ein Pick and Roll, dann passe ich den zum Großen, der Große geht in die Corner, spielt mit ihm erstmal und dann passt er wieder zurück zu mir, dann kommt wieder ein Screen und dann, es kommt halt immer darauf an, wie die Situation gerade ist. Aber wie schon gesagt, jeder sollte immer aggressiv sein. Wenn ich den Ball schon rauspasse und er hat schon einen Vorteil, dann sollte er direkt gehen. So, und so spielen wir das auch gerade. Man sollte, wie gesagt, immer die Vorteile daraus ziehen und immer aggressiv sein. Weil wenn du immer nur durch die Systeme gehst, dann irgendwann nehmen sie dich auch nicht mehr richtig wahr in der Defense. Dann sagen sie, okay, er wirft so oder so nicht oder guckt nicht auf den Korb. Dann kann ich ein bisschen absinken und helfen bei dem Point Guard oder wer auch immer aggressiver ist.
So, deswegen sollte man immer auf jeden Fall zum Korb gucken und attackieren. Bist du denn ein Freund von dieser Entwicklung eben weg von diesen Setplays? Also ich meine rauszuhören, dass du durchaus ein Freund davon bist, wenn es schneller geht, aber du hast ja angesprochen, du hast ja früher die alte Spurs-Schule gehabt unter Budenholzer. Das war ja alles noch ein bisschen traditioneller und jetzt kommen wir ja über diese Pace-and-Space-Geschichte, jetzt Five Out. Also was liegt dir mehr? Was findest du besser? Ja, wenn du meinen Werdegang, ich meine, den kennst du ja, in Braunschweig schon, erste Liga, zweite Liga und MBBL, wo ich gespielt habe, das war ein Game und da hat keiner so gespielt, wie ich gespielt habe. So, das war so, wir haben Rebound bekommen und dann setzt du ein Screen at Half Court und dann attackiere ich ganz schnell entweder Layup oder pass ihn raus für die Würfe und das ist halt mein Spiel. So spielen wir bei der Nationalmannschaft auch jetzt über die letzten Jahre. Und dass Franz Wagner jetzt zum Team gekommen ist über die letzten 3, 4 Jahre, das hat halt wirklich, also das war dann so der ausschlaggebende Punkt, dass wir wirklich erfolgreich wurden, weil wir hatten natürlich die Pieces drumherum schon, aber jetzt haben wir wirklich einen, der halt auch 30, 40 Punkte, 20 Punkte machen kann und wirklich sehr, sehr gefährlich ist. Und wenn du halt 2 von denen auf dem Feld hast, dann ist das extrem schwer zu scouten. Und dann hast du aber noch 3 andere Leute, die sehr, 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 sehr schlau sind, High IQ on the court haben und das zu scouten. Ich habe mich immer gefragt, wie scouten die Leute uns mit der deutschen Nationalmannschaft? Also was versuchst du wegzunehmen? Wen versuchst du wegzunehmen? Ich finde, es ist extrem schwierig, weil ich meine, wir machen das ja auch für die Spieler und für die Teams. Aber bei uns sehe ich einfach, also bei allen Positionen, das soll gar nicht arrogant klingen oder wir haben 2 auf jeder Position, die Elite sind. Elite, in meinen Augen. So, ob das Maodolo ist, der auch eigentlich 30 Minuten spielen könnte, aber der sagt, ey, hör mal zu, natürlich habe ich einen Dennis jetzt vor mir und er wegsteckt, sein Ego wegsteckt und sagt, ey, wann auch immer ich auf dem Feld bin, ich bin dann aggressiv. Aber wir haben wirklich 2, wenn nicht sogar 3 Elite-Spieler auf jeder Position. Und das finde ich, plus dass wir IQ haben und wissen, wie das Spiel läuft, plus die Chemistry und das kreiert natürlich dann Championships. Und das ist wirklich so richtig special bei uns. Und deswegen frage ich mich eigentlich immer, wie willst du Deutschland, Nationalmannschaft jetzt gerade scouten und was gibst du ab? Und ja, ist schon interessant zu sehen so. Der Attermann wollte augenscheinlich, dass Isaac die Würfe nimmt. Hat nicht ganz geklappt dann, muss man sagen. Das, das, Aber das gut, war nicht. das war ja seine Entscheidung. Ja, das mit zum Beispiel, wenn du sagst gerade, wir haben ein Setplay angesagt, da waren wir, glaube ich, -1 im 4. Viertel und Daniel hat ja Sengun verteidigt. Das ganze Spiel. Wir haben gesagt, ey, wenn er 40 Punkte macht, dann sind wir in Ordnung, weil wir wissen ganz genau, er ist wirklich sehr, sehr effektiv, wenn er anfängt zu passen, Assists, Rebounds. Aber wenn er nur scoren muss und er hat dann, glaube ich, 30 Punkte gehabt, 28, aber dann nicht so viele Assists hat und die Leute mit involviert, dann droppt das ein bisschen von seiner Effektivität her und von dem Team her auch. Und aber wir hatten ein Play, es war 3 Minuten vor Ende, wo ich auf der linken Seite bin, Flügel, und Franz Wagner einen Screen setzt und dann dived, so dass wir einen Switch kreieren, dass halt Franz eigentlich im Post spielen kann. Und ist ganz witzig, weil wir darüber gesprochen haben. Ich bin dann über den Pick gegangen, habe den Pass also angefaked oder gefaked. Boner hat er reagiert und ist reingegangen in die Zone und ich konnte den Ball zu Daniel swingen und er hatte einfach einen offenen Dreier und das war sein erster Wurf im Finale. Und den hat er dann natürlich reingemacht und das hat, glaube ich, Attermann auch gesagt, dass Daniel diesen entscheidenden Stimmt, Dreier
ja, deswegen sage ich, es ist extrem schwierig, was du dann abgibst, weißt du? Ja, da hat Attermann ja gesagt, dass er immer in seinen Träumen verfolgt, der Wurf. Aber weißt du, es gab, genau was du sagst, da habe ich auch gesagt gehabt, schon in Tampere, weil es gab für mich da eine Szene mit Tristan, wo ich dachte, okay, krass, ich weiß, nicht, daran erinnern kann, es war, glaube ich, gegen Finnland, wo es war, glaube ich, so ein halbes Broken Play und er kriegt den Ball so auf der linken Seite, nicht ganz in der Ecke, aber auch nicht ganz auf 45 Grad an der Dreierlinie und macht halt Pumpfake, Dribbling, Spin zur Baseline und geht dann Oh, bis zum and Korb one. durch, wo ich dachte, ey, das ist so diese Art Mhm. von, genau, and one. Und diese Art von, also erstmal Selbstvertrauen, das zu machen, dann überhaupt die Art und Weise, Shot Creation, ne? Da dachte ich so, ey, wo kommt das her? Das hätte ich gar nicht auf dem Schirm, dass er sowas in seinem Spiel hat, ne? Weil viele heutzutage, klar, die stehen in der Ecke rum und werfen Dreier. Und da dachte ich so, krass, wenn der das sogar, wenn der jetzt sowas auch drin hat, und der ist ja auch noch nicht alt, alter Falter, Ja. dann, also wie gesagt, wen willst du eigentlich stehen lassen? Aber ja, das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal Ist thematisiert. schon crazy, dass du das sagst, weil bei Tristan war es so, dass er am Anfang nicht wusste, wie viel Vertrauen wir ihm schenken. Und er war am Anfang noch so wirklich nicht selbstbewusst und dann Training für Training haben wir natürlich ihn encouraged. Also wir haben ihm gesagt, ey, hör mal zu, wir brauchen dich unbedingt, dass du aggressiv bist. So, du musst aggressiv sein bei jedem Testspiel. Ich habe gesagt, ey, da warst du frei. Wirf den Dreier sofort. Also wir zögern nicht lange. Und ich glaube, wenn die Main-Spieler, wenn du das so nennen willst, sowas zu jedem einzelnen Spieler sagen, gibt das halt einfach Selbstvertrauen. Und wenn das ein Franz Wagner zu dir sagt und er sagt, ey, hör mal zu, du musst aggressiv sein. Und du siehst über das ganze Turnier, wie er Schritte gemacht hat, um uns zur Goldmedaille zu führen. Also was der für Spiele teilweise gemacht hat, auch im Finale, wie er uns getragen hat in der ersten Halbzeit, gegen Slowenien einen sehr, sehr wichtigen Dreier von Half-Court Bankshot reinmacht, wo das komplette Ja. Momentum geschiftet ist und wir wussten, dass wir sie jetzt haben. Also deswegen sage ich halt immer, das ist extrem, extrem wichtig, dass die Main Guys, die ganzen Rollenspieler, die ganzen Leute, die halt drumherum sind, Selbstbewusstsein schenken. Und dass jeder ganz genau weiß, ey, hör mal zu, ich habe den Rücken von ein Franz Wagner. Wenn es mal nicht richtig läuft oder nicht gut läuft, dass ich trotzdem aggressiv bin. Auch wenn ich 5 daneben geworfen habe, ich werf den 6. Und ja, deswegen bin ich extrem, extrem stolz darauf, wie er seine Entwicklung gemacht hat. Und man sieht es natürlich jetzt auch in Orlando, wie er spielt. Kommen wir nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Ist denn das Play-Calling in der Ja. Nationalmannschaft das anders als jetzt bei den Kings? Und wo sind die Unterschiede? Ja, wir wollten eigentlich genauso spielen. Also, ich meine, bei uns mit der Nazio ist ja extrem, egal ob du kennst auch diese Situation, wenn du 23 Sekunden geil verteidigst und dann auf einmal jemand wirft 2 Meter hinter der Dreierlinie und er trifft ihn, dann sind alle erstmal so ein bisschen down und sagen, oh, und dann dauert es extrem lange, den Ball erstmal reinzubekommen. Aber wir haben gesagt, egal was Ja. passiert, wir schalten direkt um. Also wir schalten direkt um und gehen direkt in die Offensive und spielen schnell. Also wir wollen schnelle Picks, Drags, wir wollen Pass ahead zu Franz oder zu Tristan, zu Isaac. Ihr sollt attackieren, wenn ihr nichts habt, direkt ein Ballscreen. Und ich glaube, das hat uns einfach ausgemacht, weil das ist extrem schwer zu scouten. Wenn du den Ball nach vorne spielst und du hast einfach einen Franz dort, du hast einen Isaac dort, dann hast du Daniel oder einen Joe, der sealt. So, das ist extrem, extrem schwer zu verteidigen. Plus Andy noch, der in der Corner ist. Und wir sind gelaufen. Deswegen haben wir wirklich nicht viele Plays angesagt. Und haben halt einfach gefreestylt. So, wer ist heiß? Okay, ich habe einen Rebound, ich gehe opposite von Andy, der große Pin-Down an Andy. Wenn er frei ist, boom, wirft direkt, wenn nicht, hit den großen. So, wir haben also wirklich über die Jahre eine Chemistry aufgebaut, die special ist. Und wir wollten eigentlich mit Sacramento genauso spielen, wollten also extrem schnell spielen, und auch mit dem Offensiv-Rebounds, wie wir das in der Nazio machen.
Aber wie gesagt, man braucht auch das Personnel für der, also du brauchst halt die Spieler dafür auch. Wenn du die Mhm. Spieler dafür nicht hast, dann ist es extrem schwer, ähm, das zu finden. Und es dauert natürlich auch, das willst du ja über Jahre, so wie wir es getan haben, über Jahre aufbauen. Und deswegen würde ich schon sagen, es sind schon Unterschiede, aber wollten eigentlich similar spielen. Und du siehst auch die Teams, die das machen. Memphis, Portland, Indiana, so sind die ins Finale gekommen. Wer spielt noch so? Es sind schon ein paar Teams, die Atlanta Hawks spielt so. Und ja, die sind auch extrem erfolgreich, wenn man in der Liste guckt, wo die gerade stehen. In der Tabelle, sorry. Hm. Jetzt hast du vorhin ein bisschen gesprochen, wie du das als Point Guard auch handhabst und dass du auch die Freiheit hast, Plays anzusagen. Und dass du natürlich dann auch immer schon Sachen im Blick haben musst, was so die Mannschaft angeht. Sagt, keine Ahnung. Zum einen sagt, ist irgendeiner gerade heiß, hat irgendwer ein Mismatch. Was sind so deine Checklisten? Also was würdest du sagen, worauf achtest du? Oder ist es dann auch sehr viel Gefühl und sehr viel Instinkt, wenn du nach vorne gehst und auch verarbeitest, okay, wer ist auf dem Feld, wer hat gerade vielleicht einen Vorteil? Oder ist es einfach viel, weiß ich nicht, viel Spontanität? Oder machst du dir wirklich wahnsinnig viel Gedanken, okay, nächste Play, da muss ich da und dahin gehen, dann muss der Ball zu Zach gehen, weil Zach hat noch nicht geworfen. Also wie ist da dein Prozess? Ja, am Anfang bin ich halt immer 'n Freund davon, der seine Mitspieler direkt von Anfang an integriert. Also, das heißt, wenn ich weiß, ich habe Debo, also Debo ist DeMar DeRozan, dann habe ich Zach LaVine, dann natürlich willst du erst mal anfangen, die zu pushen und die schon mal, heiß laufen zu lassen, denen eine Chance geben, heiß laufen zu lassen. Wenn du schon so welche, Spieler auf den Flügeln hast, willst du das natürlich am Anfang direkt machen. Und es kommt halt drauf an, während des Spiels musst du natürlich das Spiel lesen können und sagen: „Hey, wer, ist gerade heiß, wer, hat gerade schon einen getroffen?“ Und darauf basierend bist du dann, oder machst du dir einen Kopf oder mache ich mir einen Kopf, wie ich, meine Set Plays ansage. Wenn ich weiß, ich brauche unbedingt ein Score, dann weiß ich, dass ich Elbow Touch spiele. Das ist ein Play, Horns aufgestellt, die beiden Großen setzen sich Mhm. gegenseitig ein Screen. Er kommt raus auf die linke Seite, ich passe zu ihm. Er passt den Handoff wieder zurück zu mir. Ein Flare-Screen passiert und Malik Monk ist in der linken Corner. Und normalerweise, wenn ich den Ball dann bekomme, sein Gegenspieler, der guckt gar nicht, ob er so einen Face-Cut macht. Und er geht direkt vor sein Gesicht, also macht er einen Cut, das haben wir in der Nazi auch gemacht. Und dann werfe ich den Ball eigentlich nur rüber und hatte eigentlich immer einen Dank. Das machen wir einmal pro Spiel, mindestens. Und das ist halt zum Beispiel ein Play, wo ich sage, ey, wenn wir scoren müssen, dann will ich das spielen. So, und wenn es Mhm. aber in die Crunch-Time kommt, dann weißt du natürlich, du hast einen DeMar DeRozan, der über seine ganze Karriere einer der besten, wenn nicht sogar der beste Crunch-Time-Spieler ist. Das heißt, dann musst du natürlich wissen, ey, ist Debo-Time. Er muss den Ball bekommen in seinen Spot. Und wie schon gesagt, er hat sein System, was er gerne mag, und dann spielen wir das natürlich. Jetzt, klar, ich meine, du bist ja Head of the Snake, dann was das angeht, du hast den Ball in der Hand, du sagst die Sachen an, du bringst die Leute auch rein in die Plays. Aber du hast gerade schon angesprochen, dass selbst wenn so ein Play fast immer einen Dank bringt, man kann das ja in der NBA nicht 6, 7, 8 Mal in Folge laufen, oder? Also ich meine, ich glaube, viele Plays hast du wirklich nur ein, zwei Mal, also von den komplizierteren vielleicht. Und dann sind die Mhm. Verteidigungen aber auch so gut, dass dann wahrscheinlich nicht die Sachen bei rauskommen, die man eigentlich rauskommen haben will, oder? Genau, deswegen machst du das halt auch immer so ein bisschen übers Spiel verteilt. Also, wenn du weißt, ey, jetzt gerade, sind wir on the one, dann natürlich kann ich Pick and Roll spielen und, versuchen, einen Vorteil zu schaffen und spiele Pick and Roll. Aber wenn ich weiß, wir haben jetzt keine guten Possessions gespielt und wir haben das Elbow Touchplay, was ich gerade erklärt habe, haben wir sind wir noch nicht gelaufen, dann weiß ich, okay, sein Gegenspieler weiß noch nicht, was kommt.
Und natürlich scouten sie auch. Das wissen sie natürlich und haben das wahrscheinlich auch drinne. Hey, hört mal zu, einmal pro Spiel laufen sie das und kriegen halt immer einen Dank davon. Aber während des Spiels, wenn es halt passiert und wenn du den Ball passt, ich krieg den Ball wieder, dann sind die Leute auf mich fokussiert, weil der Ball, der scoret halt immer so und nicht dein Gegenspieler, der jetzt gerade in der Corner ist. Aber wenn der dann halt unerwartet so einen Facecut macht, dann manchmal kriegst du ihn dann aber auch nicht. Dann läuft der halt weiter, so, dann kriege ich aber Mhm. ein Pick and Roll und dann geht halt das System trotzdem weiter. So, wie wir schon gesagt haben, wir wollen halt immer einen Vorteil draus ziehen und wenn der Vorteil schon da ist, dann nehmen wir ihn. Wenn er nicht da ist, dann spielen wir halt weiter. Es gibt eine schöne Geschichte, ich glaube, es waren die Bulls der 80er, die hatten einen Trainer, der war dann bekannt dafür, der hat den Spitznamen Play a Day. Also dass er jeden Tag hat er ein neues Play irgendwie irgendwo anders aufgeschnappt von einem anderen Team und dann Ja, seiner Mannschaft ja. gesagt, komm, das spielen wir jetzt auch. Und dann wurde das Playbook natürlich größer, Mhm. größer, größer. Wie ist das bei euch gerade in Sacramento? Also das Playbook, verändert sich das über die Saison hinweg? Kommen viele Sachen hinzu? Werden vielleicht auch Sachen einfach rausgeschmissen, weil sie nicht funktionieren? Also ich kann mir vorstellen, es ist ja kein Monolith, der von Anfang bis Ende gleich ist, oder? Ja, nee, ist nicht gleich. Also auf gar keinen Fall. Jetzt vor allem, weil wir so viel Verletzungspech dann hatten, mit Sabonis zum Beispiel, dass Mhm. wir dann, wo Sabonis weggefallen ist, beziehungsweise verletzt war, wir dann mit anderem Personal spielen mussten, dass wir viele Plays rausgenommen haben. So und gesagt haben, okay, das ist effektiver, wenn wir jetzt so die Plays laufen. Und wie schon gesagt, im Training oder im Shootaround, da gehen wir dann die Sachen durch, wenn sie was Neues haben oder bei einem anderen Team was gesehen haben, was cool ist und was effektiv ist, dann natürlich nimmt man das dann mit und packt man das dann ins Team und man läuft das dann. Also ist auf gar keinen Fall so, dass immer also ich will nicht sagen auf gar keinen Fall, aber jetzt gerade in Sacramento, da fallen ein paar weg, manche kommen dazu und das war halt wirklich eigentlich immer in meinen NBA-Saisons so. Das ist ein guter Übergang zum letzten Thema, was ich noch auf der Zettel habe. Und zwar, jetzt hast du ja schon einiges erlebt. Du warst schon bei einigen Teams. Du hast schon einige Coaches gehabt und auch Coaches, die für meine Begriffe auch stellenweise stellenweise ganz anderen Enden des Spektrums so unterwegs waren. Was würdest du sagen, wenn du zurückblickst, welcher Trainer hat dir am meisten Vertrauen geschenkt, der einfach gesagt hat, hey, mach, ne, call die Plays, ich vertraue dir da und hat dir da am wenigsten reingeredet und die hat dich wirklich Floor General sein lassen? In der NBA meinst du? In der NBA, genau, ja. Ich würde sagen Brooklyn. Also Brooklyn, da konnte ich halt Okay. wirklich und ich muss schon sagen, überall habe ich schon meine Freiheiten bekommen, das muss man schon sagen, aber es kommt halt immer drauf an, Mhm. ähm, ob der Trainer es wirklich meint. Das ist für mich immer so ein Faktor, um wirklich effektiv spielen zu können. Und ich finde, in Brooklyn, da hat Jordi Fernandes, weil er natürlich auch aus Europa kommt und er mich natürlich verfolgt hat über Jahre, er wusste ganz genau: „Ey, hör mal zu, wenn ich ihm das Vertrauen schenke und das Spiel eigentlich genau so auf ihn also so wie wir spielen, dass das zu ihm passt, dass wir dann gut spielen können. Und er hat halt von Anfang an schon gesagt: „Ey, mach dein Ding. Ich will, dass du Dreier wirfst. Ich will, dass du halt so wie bei der Nazio eigentlich spielst.“ Und ich finde, wäre meine komplett beste Saison gewesen in der Liga, die ich Mhm. gespielt habe. Und deswegen würde ich sagen Jordi Fernandes, aber es gab natürlich andere Coaches wie Billy Donovan, wo ich eigentlich hätte Sixth Man of the Year werden müssen das Jahr, aber gönne ich natürlich Montrezl Harrell auch. Das Jahr konnte ich halt auch eigentlich alles machen, was ich wollte, hatte viele Freiheiten und das hat natürlich auch geklappt dann mit Shai und Chris Paul, sogar mit 3 Point Guards und das war schon sehr unique und Atlanta natürlich auch, das hat mich so ein bisschen geformt, von Deutschland nach Atlanta oder nach Amerika zu kommen und dann einen Trainer zu haben, der wirklich an also eine Struktur glaubt, die San Antonio-Struktur Mhm. und die Systeme und das hat mich natürlich auch extrem
gebrieft oder weitergeholfen, dass ich lernen konnte. Und das war natürlich auch eine sehr, sehr geile Erfahrung für mich. Jetzt hast du sogar die letzten beiden Fragen hier schon quasi, obwohl du gar nicht weißt, was ich hier fragen wollte, angekündigt. Und zwar, ich wollte genau mal auf Budenholzer noch einmal zu sprechen kommen und einmal auf Chris Paul. Also bei Budenholzer würde mich noch mal interessieren, wir haben ja damals uns mal getroffen, weißt du das noch weißt, in New York. Das war in einem Jahr, wo du auch schon gespielt hast, aber dann irgendwann zwischendurch gar nicht Ja, mehr gespielt hast. Das haben wir dann so ein bisschen uns unterhalten. Und Budenholzer, der schon angesprochen, kommt ja aus der Spurs-Ecke. Ich bin ja ein wahnsinnig großer Popovic-Fan, auch immer schon gewesen. Aber natürlich, das ist halt Struktur. Das ist natürlich auch so ein bisschen, ich will sagen, ein bisschen streng, würde ich sagen, weil einfach natürlich, wenn du nur Struktur hast, dann ist da auch relativ wenig auszubrechen, ne, im Vergleich zu vielleicht, wie Basketball heute gespielt wird. Was hast du auf jeden damals, Fall. du hast es ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, was hast du damals am meisten lernen müssen und unter Budenholzer, was du vorher nicht hattest, bevor du in die NBA kamst? Boah, ich war extrem, also natürlich jung. Du wirst natürlich über die Jahre wirst du reifer und verstehst, dass vor allem, wenn du aus Deutschland kommst, nach Amerika gehst, das Spielstil ist ja komplett anders. So, das ist ja komplett andere Kultur. Und ich kenne aber in Europa schon, dass es extrem streng ist und dass du eigentlich auch nicht aus Setplays ausbrechen kannst. So, und ich Ja. habe aber einen Weg gefunden, wenn du es machst, sei dir sicher, dass du einen Vorteil draus ziehst oder dass du scorest. Weil wenn es nicht klappt, dann kann es sein, in deinen ersten 2 Jahren, 3 Jahren, dass du natürlich dann direkt aus dem nicht mehr auf dem Court stehst und auf der Bank bist, weißt du? Und da musste ich natürlich die gesunde Mitte finden, um einfach zu sagen, okay, hier kann ich jetzt aggressiv sein. Und wie wir schon gesagt haben, Read and React, wenn einer nicht aufpasst, dann kann ich halt mal kurz attackieren. Und natürlich war das ein Prozess. Ich musste auf jeden Fall lernen. Aber das hat mich, glaube ich, als Spieler extrem geformt. So einen Trainer zu haben, der an eine Struktur glaubt und der an ein System glaubt. Und das hat mir extrem geholfen über die Jahre. Und ja, das würde ich sagen über Budenholzer, dass er wirklich sehr, sehr auch emotional über die Sachen ist. Also er liebt Mhm. diese Struktur, dieses System. Und wenn du dann halt wirklich was machst, was nicht eigentlich auf dem Playbook draufsteht und es funktioniert nicht, dann reagiert er natürlich dann auch dementsprechend. Aber ja, wie gesagt, die gesunde Mitte, das lief gut für mich. Und dann, genau, der Name Chris Paul ist schon gefallen und da warst du jetzt kein blutjunger Spieler mehr, aber du hast ja auch schon, Mhm. glaube ich, vorletzten Folge gesagt, dass natürlich auch Oklahoma City für dich eine besondere Station war, weil natürlich da auch die ganze Organisation natürlich auch besonders ist und diese Konstellation, das hast du schon angesprochen, mit SGA, mit Chris Paul, mit euch drei Guards, Ja. das hätte ja auch in alle Richtungen gehen können, aber es lief ja halt da wahnsinnig gut. Aber natürlich, mit Mhm. Chris Paul hast du neben einem gespielt, der einer der besten Point Guards aller Zeiten ist. Ein anderer Ja. Spielertyp als du natürlich auch in vielerlei Hinsicht. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, wenn man neben so einem spielt, dass einem selbst als junger Veteran, der du ja da warst, dass einem da nochmal ganz andere Input nochmal kommt, dass einem noch ein bisschen noch die Augen geöffnet werden, wie man Plays ansagt, wie man eine Mannschaft führt. Sehe ich das richtig oder war das so, dass du wirklich bei Chris Paul nochmal einfach nochmal einen Sprung gemacht hast von dem, wie du eine Mannschaft anleitest, wie du Play calls, etc.? Zu 1000%. Also Chris Paul meiner Meinung nach, also wir haben schon also was heißt spielen schon den gleichen Spielstil mit Midrange-Shots. Ich habe sehr viel von ihm gelernt, wie er das Spiel kontrolliert. Das Spiel zu kontrollieren als Point Guard und nicht mal viel zu scoren, aber das Spiel einfach zu kontrollieren, ist ein Skill. So, und immer wirklich sich wohlzufühlen und zu sagen, ey, in dieser Situation, in diesem Spiel habe ich alles unter Kontrolle. Das ist also für mich, deswegen ist Chris Paul der beste Point Guard, einer der besten Point Guards ever. Weil er hat das Spiel immer unter Kontrolle. Egal in welchen Umständen, egal wie das Spiel läuft.
ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er das Spiel unter Kontrolle hat. Und das habe ich natürlich in den, ich weiß gar nicht, 5, 6 Jahren, wo ich dann in der Liga war schon, habe ich so noch nie gesehen. Und wenn du dann natürlich mit so einem Spieler spielst, der ein Future Hall of Famer ist, dann nimmst du natürlich die geilen Sachen und versuchst daraus zu lernen und versuchst das in dein Spiel mit reinzubringen. Und deswegen sage ich halt, es ist extrem, ich bin extrem happy, dass ich mit so vielen Leuten spielen konnte. Natürlich, Leute sagen immer, boah, schon wieder so und 10 Teams aber Mhm. du musst dir mal vorstellen, dass ich mit so vielen Hall of Famern, Future Hall of Famern gespielt habe und von all diesen Leuten habe ich ein bisschen genommen, um halt einfach hier zu stehen, wo ich jetzt stehe. So, und um Meisterschaften zum Beispiel zu holen, für die Nazio, für Deutschland. Und diese ganzen Sachen habe ich halt aufgesaugt, mit LeBron spielen zu können, wie du auf deinen Körper aufpasst. Jason Tatum, wie er ist, Day to Day, seine Routine, wie er seine Sachen macht on the court. Das ist extrem, also das war ein Privilege für mich, mit all den Leuten zu spielen. Auch für Leute so wie AD oder mit Paul George, die nicht auf meiner Position sind, aber die einfach Superstars in dieser Liga sind. Und ja, schon wie gesagt, also das ist extrem, also ich bin extrem grateful für diese Momente und habe natürlich extrem viel gelernt von all den Spielern. Und natürlich bin ich mit sehr vielen von denen, wenn nicht sogar alle, bin ich jetzt sehr, sehr cool. Und das ist schon extrem geil. Und was das Geilste daran ist, dass Junior, mein Kleiner, der jetzt 7 wird im Februar, der einfach mit LeBron James, mit Jason Tatum, mit Austin Reeves, wenn sie ihn sehen, so dann wissen sie ganz genau, ey Junior, was geht? Alles gut bei dir? Und für Junior ist das normal, weil im Endeffekt für andere, also für andere Kinder wäre es, oh mein Gott, das ist LeBron James, aber für Junior ist das so, weil er das halt wirklich immer gesehen hat, weil ich immer nach dem Spiel ihn in die Kabine genommen habe und er natürlich jeden einzelnen Spieler 'n Checker geben konnte. Und dafür, also deswegen bin ich extrem grateful, dass ich diese Opportunity überhaupt haben kann, dass meine Kinder davon profitieren und nicht schock sind, wenn sie jetzt einen Star sehen. Für die ist das so normal. Junior, wenn er jetzt mit irgendwem in die Kabine kommt, der sieht ja und ey, was geht, alles gut, what's up, man? Er redet so, als wäre er schon 20 Jahre alt und das ist schon extrem geil zu sehen. Ja, das Äquivalent bei mir ist, dass wenn ich den ersten Korb meiner Tochter gepostet habe, da war was vor 6, 7, 8 Wochen, die jetzt als Ja, 8-Jährige, bald 9, eine U12 spielt. Und dann sehe ich, ja, dass Leo Fiebig und Luisa Geisel wieder auf die Insta-Story geklickt haben und zeige ihr das. Dann ist oh sie ja. halt auch so, Mhm. oh, sie weiß ja ungefähr, wer die sind, hat die natürlich noch nie wirklich getroffen, aber ja, das ist schon irgendwie geil, wenn ja die Ja, Kids natürlich auch da so eine Vorbilder und da inspiriert werden. Aber du hast einen Namen vergessen, als du gerade gesagt 1000%. hast, du hast mit den ganzen Hall of Famer zusammengespielt. Du hast ja auch mit dem besten Geschichtenerzähler der NBA zusammengespielt, mit Jeff Teague. Also der Typ ist für mich jetzt Ja, mittlerweile der GOAT, wenn es darum geht, irgendwelche im Podcast Story zu erzählen. Irgendwann müssen wir den ja mit reinholen hier. unglaublich. Das wäre ein persönliches Ziel für mich. Ja, Aber also jetzt ist es schon, der Jeff Teague, der ist, wie gesagt, wenn man nicht mehr in der NBA spielt, dann sieht man, was Leute wirklich tun für Aufmerksamkeit. Also, weil dann bist du nicht mehr so relevant, wie du es warst, wenn du Basketball spielst, aber so erkennt man natürlich dann den Menschen, wenn er solche Stories erzählt und, aber ja, natürlich müssen wir da mal, drüber sprechen. ich sage mal, das ist die beste Phase, die Leute zu erwischen im Interview, wenn sie an dem Punkt sind, wo sie sagen: „Ach, jetzt kann ich's ja erzählen." Weißt du? Das ist dann immer am Mhm. geilsten. Dann kommen die Ja, richtig geilen ja, Geschichten auf den Tisch. Aber an dem Punkt sind wir noch ja. nicht. Da sind wir beide noch zu jung für. Von daher, es ist 20 nach 12 und ich will nicht irgendwie von Doug Chrissy 'n Anruf kriegen, dass ich dich hier zu lange festgehalten habe. Von daher, Dennis, dann würde ich sagen, sprechen wir uns bald wieder zur 5. Folge. Ja, Mal gucken, was wir dann für ein Thema nehmen. Aufruf an alle da draußen, immer gerne gefällt mir klicken, teilen etc., damit das noch mehr Leute mitkriegen, was wir hier machen. In diesem Sinne.
Auf Dann, jeden ich Fall. hoffe, der Schnee bei euch legt sich und dass wir dann uns bald widersprechen. Yes, wir sehen uns. Ciao, ciao.